Wir schauen uns heute die Neuheiten von Dewald an und wir klären vor allem, warum braucht Ralf für seine Schafe einen Nagler? Mein Name ist Sebastian. Und ich bin Ralf, mit Schafen. Wir schauen uns heute die Neuheiten von Dewald an. Deswegen ist Ralf hier, der ist nämlich Anwendungstrainer und erklärt Leuten wie mir die neuen Geräte. Absolut. Ja? Oder auch alte Geräte oder andere Geräte. Aber genau das ist das Richtige heute, dass auch du da bist, weil die meisten der Geräte hier nutze ich auch nicht täglich und habe deswegen auch nicht so viel Erfahrung und nicht so viel Ahnung. Und warum Ralf das hier für seine Schafe braucht, klären wir auch wirklich, weil, nutzt du es wirklich? Ja, absolut. Ich brauche das. Okay. Mir tun deine Schafe ein bisschen leid. Aber da kommen wir gleich zu. Ich würde einfach mal sagen, damit wir das auch abhändeln, dazu haben wir beide schon mal ein Video gedreht. Aha. Ja, ein richtig krasses Gerät. Wir haben hier ein Gerät mit Wechselkopf. Das meinst du? Ja, 4 Wechselkopfaufsätze. Ist ein Akkubohrschrauber. Und wir haben eine Sache und die möchte ich euch kurz mal teasern. Und zwar, wir haben das hier. Und ich gucke den Ralf dabei an und freue mich, wie einfach das Ganze funktioniert. Wenn ihr das Gerät noch ein bisschen im Detail euch anschauen wollt, das Video dazu verlinke ich dir mal hier oben, denn das war uns ein separates Video wert. So, haben wir schon mal Check, erste Neuheit. Jetzt würde ich sagen, fangen wir da drüben einfach mal an. Ja. So, hier haben wir jetzt zum Hufe schneiden. Fast. Das ist eine Metallbandkreissäge. Das brauchst du, wie du gerade schon gesagt hast, bestimmt nicht täglich. Wenn du jetzt aber viel mit Metall zu tun hast und musst einiges an Metall schneiden, wie zum Beispiel im Trockenbau, Ständerwerk oder wenn du zum Beispiel Rundeisen, auch Armierungseisen genannt, schneiden möchtest, dann kannst du das mit diesem Gerät funkenfrei machen. Es hat eine 127er Schnittbreite. Es ist schwer, ja, aber du möchtest natürlich auch schwere Dinge damit schneiden. Haarträger aus Eisen zum Beispiel und ähnliches. Überall da, wo du die 127 mm nutzen kannst, um große Dinge zu schneiden. Du machst gerade schon das Richtige, du probierst aus. Das ist die Öffnung, um das Band, wenn es denn mal stumpf ist, auszuwechseln. Wenn du es dann gewechselt hast, machst es wieder zu, klippst es wieder zu und kannst automatisch weiterarbeiten. Also das ist ja eine Bandsäge. Ja. Man würde ja erstmal denken, was ist denn hier los? Ja? Eine Bandsäge sieht ja eigentlich ein bisschen anders aus. In der Regel ist es ein stationäres Gerät. Da schiebe ich was so durch. Hier ist es so, dass ich halt das überall hintragen kann. Du hast jetzt aber die ganze Zeit nur von Metall gesprochen. Ja. Was mit Holz? Nee, für Holz ist das nicht vorgesehen. Also das Band ist wirklich ein reines Metallsägeblatt. Es hat feine Zähne. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, na, da kann ich natürlich Holz mitschneiden. Was aber für das Band natürlich nicht förderlich ist. Okay, dann halt nicht. Wir haben euch hier mal eingeblendet auch, wie wir das damit mal geschnitten haben. Ja, ich habe es jetzt noch nicht, aber quasi in der Zeitblase jetzt schon. Ich habe mit solchen Geräten schon 1-2 Mal gearbeitet. Das Interessante dabei ist, genau die eine Sache, die du vorhin gesagt hast, nämlich ist es funkenfrei. Ja, ich habe eigentlich ein recht cooles Handling. Wenn ich das so von euch aus gesehen, hat man es halt so als Rechtshänder in der Hand. Das Blatt steht jetzt gerade, weil man denkt die ganze Zeit so, ja, das ist ja irgendwie passt das nicht. Aber jetzt steht es gerade. Ich kann dann einfach aus der Hand Sachen schneiden und eben nicht wie mit einem Winkelschleifer, kein Funkenflug, kein gar nichts. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach, dann Metall zu schneiden. Ja, vor allen Dingen, wenn du in geschlossenen Räumen bist und dort was schneiden willst, müsstest du ja sonst mit einem Funkenflug eine andere Lösung suchen. Das kannst du hiermit sehr gut anwenden und beenden. So, die nächste Neuheit, die wir haben, ist ein sogenannter Kupferrohrschneider. Und wie der Name es schon sagt, der schneidet Kupferrohre. Verrückt. Mehr kann das Gerät nicht. Du hast 2, 3 Vorteile dabei. Ein Vorteil ist, du hast einen sogenannten Knickkopf. Das heißt, wenn du genau das löst, diese Arretierung, dann kannst du den Kopf hin und her bewegen. Also wo ich möchte? Ja. Okay. Und hast jetzt die Möglichkeit, an Stellen, wo du ein Kupferrohr schneiden möchtest, hinzukommen und dann entsprechend das Kupferrohr zu schneiden. Okay. Du hast eine Öffnung, wo das Kupferrohr reinkommt. 12 bis 35 mm Kupferröhre kannst du damit schneiden. Du hast hier oben noch ein Sichtfenster. Das heißt, wenn du irgendwo ein Kupferrohr angezeichnet hast, was du exakt schneiden möchtest, hast du ein Fenster zur Draufsicht und siehst genau, da schneide ich exakt. Und hast natürlich vorne auch noch Licht. Sobald du also die Maschine mal anmachst, dann hast du die Möglichkeit, vorne mit Licht auf das Werkstück zu schauen. Und du führst es gerade schon aus, du schneidest. Ja, man kann auch wirklich gut durchgucken. Muss man sagen. Ich muss sagen, das habe ich noch nie gesehen. Das ist schon ein Standard bei vielen Geräten, weil du halt wirklich in Winkel rein musst, wo du sonst nicht hinkommen kannst. Da kommst du mit einem geraden Gerät nicht hin. Da musst du flexibel sein und entsprechend, Also wenn ihr Kupferrohre schneiden wollt, jetzt hier habt ihr das passende Gerät. Jetzt ein Gerät, was ich persönlich wieder nie in der Praxis eingesetzt habe, die Fettpresse. Weil es einfach, ich habe die Anwendung einfach nicht. Wo würde man das Gerät überhaupt nutzen?
Überall da, wo ein Schmiernippel ist. Und wo ist ein Schmiernippel? Naja, an jedem Gerät so ziemlich. Also das beste Beispiel ist, dass du einen Rasentrimmer hast, der vorne zum Beispiel das Gelenk hat, wo die Welle funktioniert. Und auch bei Rasentrimmern, bei Profi-Rasentrimmern sitzt dort ein kleiner Schmiernippel, weil auch dort kommt ein bisschen Schmiere rein, damit es gut läuft, damit das Getriebe gut funktioniert, damit alles, was dabei ist, immer rund läuft, wie man so schön sagt. Das wäre ein Anwendungsgebiet. Wenn du zu Hause einen Trecker haben würdest, wie ich, einen kleinen Trecker. Hast du? Ja, einen kleinen brauche ich schon in der Landwirtschaft. Da musst du natürlich auch ab und zu mal das eine oder andere schmieren. Das wird damit auch gemacht. Eigentlich in jedem Bereich, Automotive-Bereich, Industriebereich, überall, wo Gelenke sind, die bewegt werden. Da habe ich das auch schon gesehen. Ja, da kann das natürlich schon helfen. So ein Gerät haben wir natürlich schon im Sortiment. Wir haben es jetzt ein bisschen verändert. Wir haben jetzt 2 Gänge. Warum 2 Gänge? Weil du einmal, ich sag mal, viel reinpumpen möchtest. Also du möchtest mit einem geringeren Barwiderstand eine Menge an Schmiere in das Objekt reinbringen. Oder in einem anderen Bereich ist, du willst kurz ganz viel reinbringen und das nicht über eine längere Zeit. Und dafür brauchst du halt mehr Bar zum Drucken. Und dafür ist der erste und zweite Gang. Wie viel ist es? Wie gesagt, ich kenne mich wirklich nicht aus. Ist der Druck relevant? Wie viel Druck kann ich hier erzeugen? Also du kannst in Gang 1 kannst du bis zu 380 Bar drücken. Und das ist aber, was ich gerade gesagt habe. Du möchtest permanent, die Schmiere durch eine kleine Öffnung in dieses Gehäuse reinpressen. Da musst du das konstant machen. Da darfst du keinen hohen Druck haben. Wenn du aber einen hohen Druck haben möchtest, also einmal zack, eine Menge reinpumpst, dann bist du bei über 650 Bar, die du da rein donnerst. Von daher gesehen haust du da schon einiges durch. Ja. Also, wäre ich nicht drauf gekommen, 600 Bar aus dem Gerät hier? Krass, wirklich krass. Aber das Schmiermittel selbst ist hier drin, richtig? Genau. Okay. Hier drin kommt eine Kartusche, eine handelsübliche Kartusche. Du kannst natürlich aber auch die Schmiere direkt aus einem Fass oder aus einem Behälter nehmen. Das kannst du dann auch einziehen und setzt es dann wieder an und arbeitest damit und los geht's. Im nächsten Bereich haben wir eine neue Serie, die nennen wir Kompaktserie. Warum? Weil es kleine, kompakte Geräte sind. Und zwar genau diese 4. Rein vom Ansehen her hätte ich eher gedacht, das sind noch 12-Volt-Geräte. Ja, sollen klein und kompakt sein. Warum? Ja, das ist so ein bisschen die Antwort auf pneumatische Anwendungsprodukte, die im Automotive- und Industriebereich gerne genutzt werden. Die sind auch klein und kompakt. Warum? Weil sie keinen Akku haben, weil sie über Kompressoren, über Druck, Luftdruck betankt werden, sag ich mal so. Und da haben wir eine Antwort drauf und die Antwort sind kleine, kompakte Geräte. Du siehst, du hast bei diesen Geräten einen Totmannschalter. Heißt nicht feststellen, sondern du hast deine Hand am Gerät, stellst das an und aus. Leichtes Gewicht haben im Schnitt zwischen 1 und 1,5 Kilogramm ohne Akku. Wenn wir die kleinen Powerstack-Akkus dabei packen, dann sind wir beim Gewicht von ungefähr 1,2, 1,3 Kilogramm. Also die sind wirklich sehr, sehr leicht, muss man ehrlich sagen. Und da ist der kleine Akku, der hat ganz, ganz viel geändert, glaube ich, bei euch. Dass jetzt auf einmal, weil das ist jetzt nicht mehr viel mehr als ein 12-Volt-Akku. Wenn man sich das mal ehrlicherweise vorstellt, bei vielen anderen ist das dann so aufrecht und eher so eine zylindrische Form oder dann haben wir hier noch den Zylinder dran. Aber das ist ein winziger Akku eigentlich, der aber sehr, sehr viel Kraft, also sehr viel Energie gleichzeitig rausgeben kann. Und 1,7 Ampere-Stunden reicht auch eine ganze Weile. Absolut. Für diese Geräte sowieso. Du siehst, was du jetzt in der Hand hast, ist ein sogenannter Universalschneider. Du hast so ein kleines Trennblatt oben und kannst dann Metall oder Ähnliches trennen. Das nächste wären Geradschleifer. Einmal ein Geradschleifer, wenn du irgendwo eine Lötnaht oder eine Schweißnaht hast und wo du Überstände abfeinen musst, hast du hier die Möglichkeit mit 4 unterschiedlichen Gängen von 10.000 bis 24.000 Umdrehungen den Grad zu bestimmen. Wenn du irgendwo Rohre geschnitten hast, wo du nach innen entgraten möchtest, hast du hier dann die Möglichkeit mit den entsprechenden Aufsätzen das fein zu schleifen und zu entgraten. Das ist dann ein Winkelgradschleifer, also bei den Stellen, wo du nicht gut hinkommst, hast du die Möglichkeit halt mit diesem Winkelschleifer um die Ecke zu kommen und einfacher die Stellen zu erreichen. Warum ist der Akku hier schwarz? Der Akku ist schwarz, weil es ein sogenannter G-Akku ist. Der ist glasfaserverstärkt. Und gerade im Automotive und im Industriebereich ist das eine richtig gute Hilfe, weil du arbeitest mit Schmiermitteln, mit Liquiden, die das Kunststoff vielleicht angreifen. Und die herkömmlichen Akkus würden dann über die Dauer porös werden. Das hast du in dem Fall nicht, weil er glasfaserverstärkt ist. Also es ist nicht einfach nur ein anderes Design,
Es ist wirklich auch eine andere, sag mal, Funktion vom Kunststoff her. Ja. Aber an sich der Akku unterscheidet sich nicht. Nein, der Akku ist identisch wie der herkömmliche Akku. Es ist nur das Gehäuse. Abgerundet wird diese Linie, diese Kompaktserie durch einen kleinen, kompakten Winkelschleifer. Jetzt gibt es viele Menschen, die sagen, wow, kurz, klein, knackig. Ja, 125 mm Scheibe, genauso 11.000 Umdrehungen wie die größeren von der Größe her Brüder. Ist aber, wie man unten sieht, mit einem kleinen Akku versehen. Das heißt, der ist für kleine Metallarbeiten gemacht und nicht um große Haarträger oder Ähnliches zu schneiden. Da nimmt man den großen Bruder für. Das sind so kleine Anwendungen. Wenn ich irgendwo mal was wegschleifen möchte oder irgendwas Kleines durchtrennen möchte, da ist dieser Winkelschleifer für vorgesehen. Das ist, glaube ich, momentan der kleinste, den es irgendwo auf dem Markt gibt im Akkubereich. Also das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, habe ich noch niemals gesehen. Also ich auf jeden Fall nicht. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt mal gerne in die Kommentare auch eure Meinung dazu. Was ich halt gut finde, ist, es ist irre handlich. Also du kannst das wirklich, das ist wirklich irre kompakt und handlich. Und dass ihr es ein bisschen besser sehen könnt. Das ist wirklich irre kompakt und handlich. Der Griff und so, das ist echt schön. Also wirklich schön. Auch mit dem so leicht, ja. Wahnsinn. Das ist wirklich, nimmst du mal hier mal so zack, zack, zack. Kannst wieder hinlegen, ja, ohne zu sagen, oh, jetzt nehme ich einen großen Winkelschleifer. Ja. Alle Produkte sind natürlich auch unter dem Punkt Sicherheit gebaut worden. Das heißt, wir haben die sogenannte Performance Protect Serie hier mit eingebaut, also eine Anti-Kickback-Funktion. Falls du hier beim Trennen irgendwo dich mal verkanntest oder Ähnliches, bleibt die Maschine sofort stehen, der Motor bleibt stehen, das Sägeblatt wollte ich gerade schon sagen, das Winkelschleiferblatt bleibt stehen. Genauso ist das bei den anderen Geräten auch. Also sobald du dich irgendwo verkanntest, musst du geschützt werden. Und da haben wir halt entsprechend eine Ausstellfunktion, damit du in der Sicherheit arbeiten kannst. Was ist denn das für ein Blatt? Das ist ein spezielles Sägeblatt, ein spezielles Metallschneideblatt von unserer Marke Lennox. Die verkaufen wir natürlich auch mal ganz gerne mit dabei und haben es entsprechend hier einfach mal platziert. Langlebig, das ist kein abrasives Blatt, das ist halt mit Diamanten bestückt und entsprechend kannst du damit dann hinterher super schön Metallschnitte machen, ohne dass die Scheibe sich abnutzt, sondern es nutzt sich wirklich nur der obere Bereich ab. Und du hast natürlich wieder einen Punkt Sicherheit. Das heißt, du bist nicht auf diese Verbindung von Klebemitteln angewiesen, die vielleicht irgendwann porös werden und die Scheibe vielleicht bei einer Verkantung reißt oder splittert. Das hast du hier nicht. Dadurch, dass es ein Metallblatt ist, bleibt es immer beständig und du bist geschützt. Ich hatte übrigens unterschätzt das Thema nicht, dass diese Blätter auch mal reißen können. Ich habe jetzt gerade vor einer Woche war das, ich wollte mit neue Scheibe einsetzen, ein Standardblatt. Und im letzten Moment habe ich gesehen, dass die 19 abgelaufen sind. Also 2019 schon. Das wäre im Zweifel halt unschön ausgegangen. Ja, weil die haben ja wirklich ein Ablaufdatum. Das hat die hier zum Beispiel nicht. Nee, ganz genau. Weil sie halt nicht mit Klebemitteln oder mit Klebstoffen zusammen verbunden wird. Das hast du dann mit dem Ablaufdatum schon vermerkt. Das heißt, danach wird es schwierig, da kann was passieren. Deshalb sollte man gerade Trennscheiben, die ein Ablaufdatum haben, darauf achten. Sollte immer noch das Jahr, wo wir leben, wie jetzt 2026 mit dabei stehen. So, jetzt haben wir hier eine ganze Range von Akkuratschen. Also für die Menschen, die sagen, ich möchte keine normale Handratsche nehmen und immer vor mich hin und her ratschen. Vor allen Dingen habe ich jetzt hier die Möglichkeit, dann mit dem Akku zu arbeiten und unterschiedliche Kopflängen zu haben. Das heißt, schwer begehbare Bereiche, schwer ansetzbare Bereiche, wo ich im Normalfall nicht hinkomme. Da kann ich jetzt mit diesen verlängerten Köpfen super angreifen, habe aber unterschiedliche, und deshalb haben wir so viele, wie du siehst. Ich habe hier vorne unterschiedliche Aufnahmen. Das sind ja die sogenannten Vierköpfe, die Vierkantköpfe, wo Stecknüsse aufgesetzt werden. Und je nachdem, welche Größe ich bearbeiten möchte, muss ich natürlich unterschiedliche Stecknüsse aufsetzen. Das geht von 3/4 Zoll über ein halb Zoll zu 1/4 Zoll. Die Köpfe sind offen. Das heißt, hier oben kannst du die Bewegung nach links oder rechts rumdrehen verstellen. Du hast hier unten nochmal ein Licht mit dabei für schwer zugängliche Bereiche, wo es schattig ist. Und ansonsten kannst du den Drehmoment bestimmen, indem du den Schalter anstellst und dann über deinen Druck, den du ausübst, kannst du den Drehmoment dann noch bestimmen. Jede Maschine hat einen unterschiedlichen Drehmoment. Du fängst bei 54 Newtonmeter an bei einer Maschine. Die stärkste Maschine, die ich in der Hand habe, hat 96 Newtonmeter. Das heißt, die kann man natürlich nicht einzeln einstellen, die Drehmoment Newtonmeter. Ja, verstehe. Und was du aber immer noch machen kannst, du kannst immer von Hand nochmal nachziehen.
Also wenn du hinterher stoppst und sagst, jetzt bin ich schon so weit, du könntest trotzdem von Hand wie bei einer normalen Ratsche nochmal nachziehen und kannst entsprechend das Ganze festziehen. Und das Ganze halt in unterschiedlichen Längen, je nachdem, was ich halt brauche. Genau. Ja, okay. Hier hast du zum Beispiel eine Ratsche, wo du Wechselköpfe aufsetzen kannst. Also wir haben nochmal 2 Wechselköpfe. Wie funktioniert das Ja, Ganze? wollte ich gerade sagen. Hier oben hast du so einen Knopf und wenn du da drauf drückst, kannst du den rausnehmen. Das war wirklich merkwürdig einfach. Hier hättest du zum Beispiel einen kleinen Wechselkopf. Jetzt hast du einen Innensechskant-Aufnahme und kannst jetzt ein Bit reinsetzen. Du könntest jetzt einen Bohrer reinsetzen. Das heißt, das ist nicht nur ein reines Automotive- oder Metallgerät, sondern das kann jeder gebrauchen, der in irgendeiner Art und Weise an schwer zugängliche Zugänge kommt und dann versuchen will, da muss ich noch ein Loch bohren, zum Beispiel irgendwo an einem Schaltkasten, wo irgendwelche großen Kabel daneben herlaufen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, noch mal was aufzusetzen. Was du aber auch schon gerade gemacht hast, du kannst das Ganze von oben auch nutzen. Das heißt, wenn du den rausnimmst und den Kopf auf die andere Seite reinsteckst, nämlich von dort, hast du da noch mal die Möglichkeit, auch in die Richtung zu arbeiten. Das ist ja krass. Okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja. Was man alles machen kann heutzutage. Das ist ja irre. Ja, dann kannst du die Größe ändern, ja? Richtig, da änderst du im Endeffekt die Stecknöse, Größe. Und das ist wirklich einfach, zack und rein. Also vor allem, wie schnell das geht. Das finde ich cool. Das gab es vorher noch nicht. Das hat es vorher auch schon gegeben, aber nicht in der Größe. Wir hatten es ein bisschen größer und wir hatten das auch im 12-Volt-Bereich. Und das wollten wir in den 18-Volt-Bereich mehr integrieren. Wir wollten mehr Auswahlmöglichkeiten geben. Mit diesen 5 neuen Ratschen haben wir jetzt in Summe 8 neue Ratschen oder 8 Ratschen. Okay. Jede Anwendung kann damit bedient werden. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wenn ihr sowas benutzt oder wenn ihr diese Ratschen benutzt, was genau macht ihr damit? Würde mich super interessieren, also was ihr da draußen alles damit macht oder ob ihr auch so Dinge macht, wo ich gar nicht drauf kommen würde, würde mich wirklich interessieren. Und apropos interessieren, jetzt gehen wir ja hier ein bisschen weiter. Jetzt möchte ich wissen, was tust du deinen Schafen an? Ja? Also bist du der Tierquäler vorm Herrn oder was machst du hier mit dem Gerät? Das ist ein Zaunklammernagler. Was tue ich damit? Naja, im Endeffekt mache ich nichts anderes als einen Zaun aufstellen, einen festen Zaun. Ich setze Holzpfosten in die Böden und muss dann einen, ich sag mal Maschendrahtzaun, das ist das Einfachste, was man sich vorstellen kann, den muss ich da befestigen. Das habe ich bisher herkömmlich immer mit Krampennägeln gemacht und mit einem Hammer. Das ist nicht einfach, vor allen Dingen, weil diese Krampennägel nicht immer gut sitzen und ich auch mit dem Hammer einen runden Kopf nicht gut treffe. Und von daher gesehen habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ganze über ein Nagelsystem, was über Batteriebetrieben funktioniert, einzunageln. Das ist eine riesengroße Erleichterung für mich. Also nichts mehr mit Fingerblau, Daumenblau und draufschlagen, sondern ansetzen, Nagel reinschießen, Zaun ist fertig. Jetzt musst du uns aber noch sagen, wie viele Schafe hast du? Ich habe 3. Wie heißen die Schafe? Die heißen Bernd, Eddie und Morna. Sind also 2 Jungs und ein Mädel. Schwarznasenschafe mit Hörnern, sehr liebe Tiere, bringen viel Wolle, kann man also gut zum Stricken gebrauchen. Okay, also wenn die Schafe zugucken, Grüße gehen raus. Also du möchtest, dass die Schafe nicht weglaufen, deswegen Zaun und dafür entsprechend den Nagler. Ja. Okay, das heißt also, hattet ihr vor sowas noch nicht im... Nee, das hatten wir gar nicht im Sortiment bisher. Habe ich so aber auch ehrlicherweise noch nie gesehen. Ja, die Nachfrage kommt schon, gerade Landwirte kommen schon mal um die Ecke und sagen, gibt es da nicht eine Alternative? Daraufhin haben wir gesagt, ja, mit Sicherheit, Nagler können wir. Und von daher haben wir gesagt, gut, dann setzen wir mal an dem Bereich an. Zaunklammernagel ist jetzt eine Lösung. Ja, ist ja am Ende eigentlich nur eine Frage des Magazins. Genau. Ja, Magazin vorne raus. Das Gerät habt ihr ja schon im Einsatz, beziehungsweise das kennen wir. Sind sehr gute, sehr solide Geräte mit richtig viel Kraft auch, muss man sagen. Wo man auch sowas hier zum Beispiel auch mit, also nicht genau das Gerät, aber die halt sowas können. Apropos sowas, gehen wir ein Gerät mal weiter. Das ist ein sogenannter Zweikopfnagler. Wir nennen ihn Duplex-Nagler. Duplex deshalb, weil er 2 Köpfe hat, wie du siehst. Den nimmt man auch als Schalungsnagler. Also gerade wenn du in dem Bereich Hoch- oder Tiefbau bist, wenn du anfängst, irgendwelche Wände zu setzen, wo geschalt wird, dann musst du dieses Holz irgendwo befestigen. Du musst es hinterher wieder abbekommen. Und aus dem Grunde wird so etwas sehr, sehr gerne mit Nägeln gemacht, die manchmal auch zu tief reinkommen. Dann bekommt man sie nicht mehr ab. Dieses Gerät hilft dir, dass der Nagel nur bis zum ersten Kopf hineingeht. Das heißt,
bis hierhin und nicht weiter. Der Rest bleibt oben stehen, damit du mit deinem Hammer oder mit deinem Brecheisen, womit du auch immer arbeitest, das loslösen kannst, relativ einfach loslösen kannst. Das auch hinterher rausnehmen kannst aus dem Stahlmaterial. Stahlmaterial ist teuer, Holz ist teuer geworden. Absolut. Also ist das eine gute Alternative, um auch schonend mit der Ressource Holz umzugehen. Heißt, die dann rausziehen und entsprechend beim nächsten Mal die Nägel wieder nutzen und weiterhin damit arbeiten. Und wie du gesagt hast, es ist eine weitere Ergänzung in unserem System. Wir hatten ja gerade den Zaunnagler. Das ist jetzt ein Duplex-Nagler, ein Zweikopfnagler. Ich kann 2 verschiedene Längen nehmen. Die längste Länge ist 9 cm. Die zweite Variante sind 7 cm, wobei das ist immer die gesamte Länge des Nagels. Verstehe. Das, was hinterher raussteht, das sind natürlich nicht 9 cm, sondern das sind einmal 7,9 cm und bei dem anderen sind es 5,9 cm. Das dringt ins Material ein. Ich kann natürlich auch die Kraft, wie das eindringt, hier oben noch einstellen, je nachdem, welches Material ich verwende. Ganz genau, ganz genau. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auch noch sagen, wie tief möchte ich wirklich rein? Möchte ich ein bisschen tiefer rein oder will ich oben aufliegen? Das kannst du an so einem Gerät natürlich einstellen. Also 1, 2 Probeschüsse und dann wisst ihr auch, wie es passt. Cool. Jetzt haben wir eine kleine Kettensäge, die ich in der Hand halten darf, aber nicht einschalten darf, weil ich den entsprechenden Schein nicht habe. Was haben wir jetzt hier? Das ist eine sogenannte Top-Handle-Kettensäge. Und diese Kettensäge ist für Baumkletterer, für Treeworker. Das heißt, wenn die sich nach oben begeben und Äste abschneiden wollen oder auch den Baum von oben nach unten runterschneiden wollen, dann brauchen die ein Gerät, was sehr kraftvoll ist, was eine schnelle Kettengeschwindigkeit hat, was klein und kompakt ist, weil es auch teilweise an der Hose getragen wird. Exakt, ja. Und entsprechend muss es gut, einfach und schnell zu bedienen sein. Es hat ein 30 cm Schwert. Die Kette bewegt sich mit 23,6 Sekunden pro Minute. Also es ist wirklich relativ schnell. Und aus dem Grunde wird das auch überhalb des Bodens eingesetzt. Auf dem Boden wird damit nicht gearbeitet. Du müsstest dafür einen sogenannten Baumkletterschein haben. Also wenn du einen Baumkletterschein hast und dann noch eine Ausbildung zum Schnittkehrer, sage ich jetzt mal, dann darfst du dieses Gerät benutzen. Natürlich ist es so, dass wir auf keinen Fall dieses Gerät ausprobiert haben und wir haben auf keinen Fall auch damit ein Stück Holz mal versehentlich durchgetrennt. Das hier sieht ein bisschen wild aus. Was haben wir denn hier? Das kennst du aber, weil du zu Hause mit Sicherheit ansatzweise ein ähnliches Produkt hast. Du hast vielleicht einen Hochdruckreiniger zu Hause. Natürlich. Und diesen Hochdruckreiniger gibt es auch in klein. Denn wenn du auf der Baustelle bist und Geräte sauber machen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das mit einem Druckreiniger zu machen. Wie der Name es schon sagt, es ist kein Hochdruckreiniger, der hat nicht 120 Bar, die er da rauspresst. Das ist ein Gerät, was mit 69 Bar, und das ist schon verdammt viel für ein Handgerät, was mit 69 Bar deine Geräte sauber macht. Du kannst damit aber auch Gehwege oder Steinplatten oder Ähnliches sauber machen. Es gibt 2 verschiedene Aufsätze hier vorne, 2 verschiedene Düsen. Das eine ist eine sogenannte Spritzdüse und das andere ist eine Turbodüse. Du hast viel Zubehör dabei. Du hast einen sogenannten Ansaugschlauch dabei. Das heißt, wenn du auf der Baustelle bist, kein Wasser hast, was zuläuft, dann kannst du eine Regentonne nehmen, die voll mit Wasser ist, legst diesen Schlauch hinein, der saugt automatisch das Wasser dann an, wenn die Maschine angeht. Und dann kann ich loslegen und das Wasser aussprayen. Das heißt also, wenn ich diese klassische so 1 Kubikmeter Wassertonne habe, das schmeiße ich einfach rein oder halte da einfach rein und dann würde das wirklich ansaugen. Ja. Keine Pumpe, kein gar nichts notwendig. Wie lang ist der Schlauch hier? Der ist 5 Meter. Ja, okay, das ist schon ein bisschen. Ich hatte mal das Problem, dass ich mir einen kleinen Minibagger ausgeliehen habe und der sah hinterher, hätte ich gerne sauber gemacht und dann war es irgendwie schwierig. Irgendwie Wasser und dann habe ich mit Eimer und hier. Da hätte ich mit dem ganz gerne gearbeitet. Ja. Hätte den schön schnell sauber bekommen. Hier unten ist ein Akku drin, das ist aber ein 18 Volt Gerät, richtig? Das ist ein 54 Volt Gerät, okay. ja, weil wir diese 69 Bar ja haben wollen, müssen wir natürlich schon eine gute Leistung haben, eine gute Ansaugsleistung haben. Und wie du siehst, da ist auch ein, ich sag mal bewusst Plastikkäfig drum. Warum? Weil das muss spritzwassergeschützt sein. Du hast hier eine IPX5 Rating, das heißt, gegen Staubschutz brauchen wir hier nicht. Du musst geschützt gegen Wasser sein. Da ist eine Lippe mit eingebaut, so eine kleine Gummilippe, weil du ja hier permanent Wasser hast, damit das Wasser nicht an den Akku und auch nicht an die Kontakte kommt, ist das nochmal geschützt. Kann ich den Druck einstellen eigentlich? Du hast 2 Druckmöglichkeiten, also du hast 2 Gänge, einmal High, einmal Low. Low wäre um die 40 Bar,
High wäre, wie ich gesagt habe, 69 bar. Okay, cool. Also gerade auf der Baustelle, glaube ich, ein gutes ergänzendes Produkt. Guter Allrounder. Okay, so, jetzt gehen wir eher in den Garten. Ja, würde ich jetzt mal vermuten. Oder vielleicht Betonarbeiten, weiß ich nicht. Vielleicht weiß ich ja irgendwas nicht. Was haben wir jetzt hier? Das sind Heckenscheren. Interessanterweise ist es ein 18-Volt-Gerät und es ist ein Flexvolt-Akku, 18 Volt, Schrägstrich 54 Volt runter. Ein relativ großer, das hilft mir aber, das Gerät schön zum Stehen zu bringen. Das heißt, ich brauche sie nicht hinlegen, ich kann es schön hinstellen und demonstrieren. Ja, es ist eine Heckenschere, 20 cm Schwert. Ich habe 13 mm Schnittstärke und da kann ich wirklich 1,3 cm starke, ich sage nicht Äste, ich sage mehr Strauchgut mitschneiden, weil das ja eigentlich für einen Buchsbaum oder für irgendwas, was du in der Hecke, wo du schwer zugängliche Anwendungen hast, dafür ist es ja gedacht. Welchen Akku würdest du hierfür empfehlen? Hierfür würde ich auch wieder den 1,7 Powerstack kleinen, Akku ja? empfehlen, den kleinen, der reicht vollkommen aus. Da würde ich aber auch wirklich den mal reinmachen. Nehme ich mir mal hier einmal raus. Weil, als es eben hier so stand, dachte ich so, ja, okay, ein ganz schön großes Gerät. Aber das täuscht total. Wenn man den jetzt rausnimmt, macht jetzt hier den kleinen Akku rein. Das ist wirklich klein und handlich, muss man sagen. Das ist, um jetzt hier mal so ein bisschen an der Hecke rumzumachen, ja, und das also auch modellieren oder ähnliches. Da, bei den großen ist immer so ein bisschen schwierig. Genau. Hier kann man schon wirklich, das finde ich gut. Ja, und mit 20 cm hast du wirklich eine optimale Schnittgröße oder eine Schwertgröße, weil da kannst du wirklich eine Menge schon mit wegschaffen. Der große Bruder liegt daneben. Das ist dann ein 60 cm Schwert. Und hier sieht die Anwendung schon ein bisschen anders aus. Das heißt, du möchtest hier schon ein bisschen größere Hecken mitschneiden. Das heißt, hier kannst du 2,5 cm, und jetzt sage ich schon Äste, da kannst du bis 2,5 cm real durchschneiden. Das, was du hier oben drauf hast, ist ein sogenannter Schnittgutkehrer. Wenn du also auf der Hecke oben schneidest und hinterher, wenn du dieses Gerät mit Schnittgutkehrer nicht hast, müsstest du es von Hand nochmal alles wegbringen, was du an Abschnitten hast. Und das ziehst du damit weg. Also während du schneidest, kehrst du mit diesem Kunststoffschutz, der da oben ist, einfach das Schnittgut von der Hecke weg. Ist ein Vorteil, hilft dir bei der Arbeit. Weiterhin hast du einen Sicherheitshandgriff, weil du siehst ja ähnlich schon, fast wie bei einer Kettensäge, dass du hier draufdrücken musst, um die Maschine anzumachen. Und dann kannst du erst den Anlauf betätigen und kannst die Maschine nutzen. Damit ist deine Hand natürlich auch gesichert und du gehst nicht nach vorne irgendwo in den Bereich des Schnittschutzes. Was aber ganz wichtig ist, dass ich es auch halt eben von der Seite nutzen kann. Ja, also ich es auch hier angreifen kann und nicht noch nach vorne ziehen muss, und ich kann es ja einfach so nehmen und kann jetzt hier von oben nach unten zum Beispiel arbeiten. Ja. Also das ist gut gemacht. Was ist das hier unten nochmal? Das ist zum Aufhängen. Das heißt, das ist so ein kleiner Aufhänghaken. Wenn du an der Wand unser Trackwall-System hast, was wir von Dewalt auch anbieten, dann hast du die Möglichkeit, das an die Wand zu hängen über das Trackwall-System. Falls du kein Dewalt-Trackwall-System hast, gehen auch handelsübliche Haken. Oder wenn du die auch nicht hast, kannst du auch eine handelsübliche Schraube nehmen, weil auch die passt hier rein. Alles klar. Das Ganze aufgehangen haben wir das hier auch? Das haben wir da auch. Jetzt eine Frage, was ist hier unten eigentlich? Also hier sieht das aus, wenn man da irgendwas so reinmachen könnte? Neugierde, das werde ich dir jetzt nicht erzählen. Das wird 2027 kommen, lass dich überraschen. Okay. Eine Sache steht die ganze Zeit schon hinter uns, nämlich ein Ladegerät. Wir haben jetzt ein schwarzes Ladegerät. Was hat es denn damit auf sich? Ja, du kennst unser Vierfach-Ladegerät, was ein Schnellladegerät ist, 4 eigene Ladeports hat. Das haben wir jetzt in klein als kleiner Bruder. Das bedeutet, wir haben wieder 4 einzelne Ladeports. Da kann ich alle möglichen Akkus, die wir im Sortiment haben, gleichzeitig laden. Also ich habe die Möglichkeit, 4 reinzustecken und 4 werden direkt geladen. Der Nachteil hierbei ist, das ist ein etwas langsameres Ladegerät. Das andere Ladegerät, was wir haben, arbeitet mit 8 Ampere-Stunden. Dieses hier arbeitet mit 4 Ampere-Stunden. Wenn man es einfach übersetzt, du hast jetzt einen 5 Ampere Akku, der würde hier etwas über eine Stunde brauchen, um geladen zu werden. In dem gelben, in dem großen Bruder würde er unter einer Stunde geladen werden. Was du hier auch nicht hast, ist, dass du hier einen Tragegriff hast, weil wir denken, das ist ein super gutes Ladegerät, was du in der Werkstatt platzieren kannst, was du befestigen kannst. Und wenn du abends von der Baustelle wiederkommst und deine Akkus laden möchtest, weil da hast du Zeit, machst du das da. Ist ein bisschen schonender auch für die Akkus, weil die ja ein bisschen langsamer geladen werden. Und so haben die Möglichkeit, über Nacht oder über den Nachmittag, über den Abend, wann auch immer geladen wird, ja, langsam vor sich hin schonend zu laden. Das ist eine gute Alternative, um in dem Einstiegsbereich zu dem hochwertigen und schneller ladenden Geräten
Gute Möglichkeit. Kann ich hier auch 12 Volt mitladen? Da kannst du auch 12 Volt mitladen. Ja, das heißt also, ich habe hier 12 Volt, 18 Volt, 54 Volt. Ja. Eine Sache, die man nicht unterschätzen darf, ist, langsam laden ist gut für den Akku. Ja. Ja, also man sollte den Akku eigentlich nur eigentlich im Grunde so langsam laden, wie es gerade für einen passt. Ja, weil das extrem schnelle Laden schafft natürlich Temperatur und das natürlich kannst du schnell wieder benutzen, aber es verringert auch ein bisschen die Lebenszeit. Ich muss sagen, ich hätte mich gefreut, das zu haben, weil ich habe das Schnellladegerät bei mir in der Werkstatt an die Wand gedübelt. Hier ist es aber vorgesehen, dass es genau so gemacht wird, denn ich lade immer nachts. Ich mache so, wenn ich rausgehe, sage ich, okay, Ladegerät an, am nächsten Tag soll es voll sein und ich müsste es gar nicht so schnell geladen haben. Ich glaube, ich werde tauschen. Was haben wir hier vorne noch stehen? Das ist ein Rotationslaser und wie der Name es sagt, ein Laser, der rotiert. Also es ist ein Lichtbringer, der mir zeigt, wo ich eine Waage über eine längere Distanz hinbekomme. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann das Ganze über eine Y oder über eine Y, über eine X-Achse definieren. Also ich kann einen Winkel erzeugen und ich habe die Möglichkeit, eine Stativaufnahme zu machen. Das Gerät kann 300 Meter in jede Richtung gehen. Das heißt, ich kann bis zu 600 Meter in Summe Sichtbarkeit erzeugen, aber die Sichtbarkeit erzeuge ich natürlich nicht mit dem Laser oder mit dem bloßen Auge. Das ist ein roter Linienlaser, das heißt Sichtbarkeit bis 30 Meter mit meinem und deinem Auge. Danach brauche ich einen sogenannten Detektor oder auch Empfänger und mit dem kann ich dann hinterher bis zu 300 Meter in die eine Richtung und bis zu 300 Meter in die andere Richtung arbeiten. Was neu an diesem Gerät ist, dass wir keinen Akku mehr haben, der irgendwo reingeschoben wird und auch nicht mit Alkaline-Batterien arbeiten, sondern wir haben unsere Power-Stack-Technologie genommen, und zwar eine Zelle hier drin verbaut, eine Flachzelle, und haben jetzt hier in diesem Gerät eine Flachzelle, die über eine USB-Buchse mit handelsüblichen USB-Kabeln aufgeladen werden kann. Verstehe. Und während des Ladevorgangs kannst du trotzdem noch weiterarbeiten. Das heißt nicht, der braucht eine Zeit, um erstmal wieder vollzuladen und dann kann ich jetzt weiterarbeiten. Ich kann direkt weiterarbeiten. Und wie lange hält der Akku? Der Akku hält im Schnitt 35 Stunden. Okay, das reicht. Also das reicht normalerweise für einen Arbeitstag auf jeden Fall. Ja. Außer wird sehr, sehr lang. Ja. Okay, ich hätte jetzt erwartet, du sagst sowas wie vielleicht 8 Stunden, dass es ein bisschen eng wird, aber es sind schon 35 Stunden. Es ist ja im Endeffekt nur ein kleines Licht, was erzeugt wird. Natürlich arbeitet hier auch ein bisschen Elektronik im Hintergrund. Ohne Frage. Aber nichtsdestotrotz, 35 Stunden kannst du damit arbeiten. Krass. Und dann kann man ihn auch mal aufladen. Ja. Finde ich eigentlich eine coole Sache, dass du nicht extra einen Akkuschacht hast und machst es ein bisschen kompakter. Ja? Und wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner. Tolle Sache. Ich glaube, jetzt sind wir soweit durch. Ja? Jede Menge Neuheiten. Ich glaube, demnächst kommen wieder Neuheiten. Ja, im zweiten Halbjahr. Ich besuche dich ja auch demnächst. Da darf ich leider noch nicht teasern, aber da habe ich richtig Bock drauf, was wir uns dann angucken. Wenn ihr noch Fragen zu den Geräten habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Von mir erstmal vielen Dank, Ralf, dass du heute da warst und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.